So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir machen jetzt auch mal eine kleine Bundesliga-Prediction für die Saison 24/25. Muss ich vorher natürlich sagen, habe ich mir ein bisschen abgeguckt von Broski von Gamer Brothers, der das ja die letzten Jahre auch immer gemacht hat, sowohl für die zweite Liga als auch für die Bundesliga so eine Prognose gemacht hat. Wir werden uns das Video dann nach der Saison angucken und mal gucken, mit welchen Predictions ich recht hatte und mit welchen nicht. Ich werde noch am Ende des Videos meine Hot Takes sagen, werde den Torschützenkönig, vielleicht die Enttäuschung der Saison machen wir vielleicht auch noch und so weiter und so fort. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, und wenn ihr auch eure Predictions gerne mal unten reinschreiben wollt und auch nach der Saison gucken wollt, wie ihr abgeschnitten habt, dann macht das gerne. Wir fangen jetzt an. Ich werde auch immer mögliche Formationen mit reinnehmen, mögliche Aufstellungen, wie könnte der jeweilige Verein spielen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass sie so spielen müssen, und es könnte auch sein, an die ganzen Schlaumeier da draußen, dass auch noch eventuell Spieler wechseln bzw. Stand der Aufnahme gewechselt sind. Also diese Aufstellungen sind nicht in Stein gemeißelt. Also legen wir los. Ich hoffe, es gefällt euch. Let's go. Beginnen wir mit Platz 18. Das wird, wenig überraschend, bei mir auch Holstein Kiel sein. Aufsteiger zum allerersten Mal in der Bundesliga, sind Vizemeister geworden in der zweiten Liga hinter St. Pauli, wenn man so möchte. Und natürlich wird es ähnlich wie bei Heidenheim und auch bei Darmstadt in der letzten Saison ziemlich schwer, da die Klasse zu halten. Vielleicht überraschen sie uns auch und machen Heidenheim 2.0 und ziehen in die Conference League ein. Das glaube ich aber eher weniger. Wenn das der Fall sein sollte, muss ich mir hier noch extra was einfallen lassen. Dann spende ich eine bestimmte Summe an irgendeine gemeinnützige Organisation in Kiel oder in Schleswig-Holstein. Das wäre furios. Das wäre sogar noch sensationeller als Heidenheims Einzug in die Conference League. Also das wird, glaube ich, nicht passieren, und ich glaube, dass Holstein Kiel auch wieder direkt den Weg in die zweite Liga finden wird. Wir schauen mal gemeinsam auf eine mögliche Formation. Hier mal eingeblendet in einem 5-3-2 habe ich es immer aufgestellt, mit unter anderem vorne Steven Skripski, Luis Holtby, die beiden Spieler mit den größten Bekanntheitsgrad, sage ich mal. Hinten dürfte es eventuell auch eine Dreierkette werden mit Patrick Erras dann in der Mitte, Becker auf der rechten Seite, noch aus Schalke bekannt. Wie gesagt, die meiste Zeit wird Kiel Außenseiter sein, quasi in allen Spielen, außer vielleicht im direkten Duell gegen St. Pauli, oder hast du nicht gesehen. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie sie reinstarten die Saison. Natürlich können sie die Euphorie mitnehmen aus der Zweitligasaison und die ersten Spiele vielleicht gut performen, aber auf Strecke gesehen, auf die ganze Saison lang gesehen, glaube ich einfach nicht, dass Holstein Kiel da irgendwas in Richtung Klassenerhalt schafft. Von daher für mich persönlich Holstein Kiel auf Platz 18. Auf Platz 17, das ist für mich so ein bisschen der Hot Take jetzt schon, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, warum ich die auf Platz 17 gesetzt habe, ist der VfL Bochum. Und wieso ich das sage? Weil die Bochumer Stand der Aufnahme sich nochmal qualitativ, glaube ich, gut verstärkt haben, die nochmal doppelt zugeschlagen haben. Ich glaube, ein Stürmer aus Frankreich oder ein Spieler aus Frankreich und irgendeiner aus der Premier League oder irgendein Niederländer, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben sie sich wohl ganz gut verstärkt. Wir gucken jetzt gerade mal auf eine Formation von einem Zuschauer bzw. von einem User auf Twitter. Da habe ich ja auch den Post gestartet und auch die Bitte, wer denn da mitmachen möchte, gerne mal die Aufstellung, eure Wunschformation rein. Wir gucken mal rauf, und zwar hat der Kollege, ich werde die auch unten verlinken, ich werde die auch im Video hier namentlich erwähnen, hat sich für ein 4-1-2-1-2 entschieden oder ein 4-4-2 mit Raute, wenn ihr das so wollt, mit Dreves im Tor. Ich glaube auch ein neuer Keeper. Vorne dann Bruschinski noch mit einem Fragezeichen. Daschner. Bochum hat natürlich mit Stöger mit den besten Mann der letzten Saison verloren. Von daher wird das sehr, sehr interessant. Rechtsverteidiger Felix Passlack, ehemals BVB. Links dann Wittek. Bochumer ziemlich schwer zu bespielen. Warum ich so auf Platz 17 getippt habe, weiß ich gar nicht. Wir waren in der Relegation gegen Düsseldorf, sind gerade noch mal von der Schippe gesprungen im Elfmeterschießen im Rückspiel. Man könnte natürlich auch Heidenheim auf Platz 17 tippen, weil zweite Saison, Dreifachbelastung. Die haben auch unter anderem Tim Kleindienst verloren, die haben ja Niklas Beste verloren, da gucken wir aber gleich nochmal drauf. Dann gucken wir nochmal auf die Formation, die ich bereitgelegt habe oder wo ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht eine Formation wäre für den VfL Bochum. Und zwar habe ich sie hier in einem 4-3-3 aufgestellt, fast auch dieselben Spieler, also das Mittelfeld auch bestehend aus De Witt, Neuzugang, dann Sissoko und Bero, der auch bei der EM gespielt hat. Vorne dann mit Philipp Hofmann, mit Quateng auf dem Flügel. Ich glaube, die Bochumer haben da auch einige Positionen, die doppelt und dreifach besetzt sind. Ich bin, wie gesagt, nicht so der Bochum-Experte. Ich stecke da nicht so drin in der Materie. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Nur so viel, dass ich persönlich in meiner Prognose den VfL Bochum auf Platz 17 stelle. Machen wir weiter mit Platz 16, Relegationsplatz. Das würde rein theoretisch, wenn der HSV auf Platz 3 kommt, ein richtig heißes Derby geben. Da würde die ganze Stadt brennen. Ihr werdet schon erfahren und erraten haben,
FC St. Pauli, für mich Platz 16. Schauen wir direkt mal auf die Formation, auf die mögliche Aufstellung. Könnte auch so eine Fünferkette, Dreierkette sein, so ähnlich wie bei Holstein Kiel. Ja, St. Pauli aber dann mit 2 Spitzen, und zwar einmal mit Guilavogui. Ich weiß gar nicht, ob der verwandt ist mit dem Wolfsburger Guilavogui. Dann Johannes Eggestein vorne. Ich glaube, der Starspieler, die Zentrale, die Schaltzentrale, auf den es auch ankommen wird. Der Australier Jackson Irvine, der St. Pauli richtig gut getan hat. Wagner, ich weiß gar nicht, Neuzugang, glaube ich, auch aus Amerika, oder war der schon da? Da, wie gesagt, da stecke ich nicht so drinne. Metcalf vorne, so als hängende Spitze oder als Zehner, wenn man so möchte. Wie gesagt, St. Pauli wird dann auch weitestgehend, glaube ich, mit einer Fünferkette spielen, Dreierkette. Da ist auch genau das gleiche wie bei Holstein Kiel, dass die Euphorie, denke ich mal, St. Pauli die ersten Spiele tragen könnte. Genau wie bei Holstein Kiel, aber ich glaube, auch auf Strecke gesehen wird das eine richtig, richtig schwere Saison für St. Pauli. Deswegen, um auch so ein bisschen die Spannung hochzuhalten, vielleicht am Ende der Saison Relegation gegen den HSV. Vielleicht haben wir nächstes Jahr 2 Hamburger Clubs in der Bundesliga, wenn St. Pauli sich rettet und der HSV endlich mal nach 100 Jahren wieder aufsteigt, wie eigentlich die halbe zweite Liga. Also wenn die zweite Liga attraktiver ist als die Bundesliga, dann ist schon einiges falsch gelaufen. Aber es ist so, Jahr für Jahr. Schaut euch die zweite Liga an. Was spielen da für geile Clubs rum? Genau, also für mich St. Pauli auf Platz 16. Könnt ihr ja gerne auch immer mal eure Meinung unten reinschreiben, was ihr so denkt, eure Hot Takes und so weiter und so fort. Das kommt dann noch ganz zum Schluss. Also für mich persönlich, St. Pauli auf Platz 16, Relegation dann am Ende der Saison. Machen wir weiter mit Platz 15. Da waren sie auch letzte Saison, da habe ich sie auch jetzt erstmal diese Saison hingetan, und zwar Union Berlin. Wir schauen auch da gleich mal auf die Formation, so ähnlich wie bei St. Pauli, Dreierkette respektive Fünferkette. Gosens ist so ein Kandidat, der könnte Union Berlin noch verlassen. Vorne dann mit Vertessen, mit Hollerbach und mit Sibachö. Habe ich jetzt mal 3 von eventuell vielen Möglichkeiten. Vielleicht lässt Bo Svensson auch ganz anders spielen. Vielleicht auch mit einem 4-2-3-1. Vielleicht eher eine Dreierkette anstatt einer Fünferkette. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Varianten und Formationen. Aber für mich Union maximal vielleicht Platz 13 oder Platz 12. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es dieses Jahr höher hinausgeht. Dafür reicht vielleicht auch die Qualität nicht, und nur mit Verteidigen und hoch und lang haben sie ja nie gespielt. Also sehr aggressiv, manchmal auch ein bisschen zufallsbedingt. Viele Standardtore geschossen und so weiter und so fort. Also mit Union muss er eigentlich immer rechnen. Mal gucken, diese Saison, ob es wieder bis zum Schluss spannend wird oder nicht. Aber für mich Union auf Platz 15. Damit könnte ich aber auch völlig daneben liegen. Und daher lasse ich mich da auch sehr, sehr gerne überraschen. Nicht vor die Eintracht kommen oder so, aber vielleicht Platz 13 oder 12. Aber in meiner Prediction Union Berlin auf Platz 15. Dann haben wir auf dem 14. Platz, was mir so ein bisschen Schmerz wehtut, will ich gar nicht sagen, weil ich zu dem Verein jetzt nicht so eine große Bindung habe, ist der erste FC Heidenheim. Den haben auch aber ganz viele auf Platz 17 getippt oder auch auf Platz 16. Aufgrund der Tatsache, ich verstehe das auch total, zweite Saison für Heidenheim in der Bundesliga ist immer die schwerste. Dazu haben sie 2 wirkliche Stammkräfte, Leistungsträger verloren. Einmal mit Tim Kleindienst, der zu Gladbach gewechselt ist. Jan-Niklas Beste ist einfach zu Benfica Lissabon gewechselt. Das war irgendwie so ein Random-Transfer. Aber gut, von der Leistung her, sportlich gesehen, natürlich völlig verständlich. Hat, glaube ich, die meisten Vorlagen nach Flanken gegeben, bin ich der Meinung. Und von daher sind das schon 2 Spielerabgänge, die den Heidenheimern wehtun würden und auch wehtun werden, sicherlich. Aber Frank Schmidt, sehr erfahrener Trainer. Die Aufstellung seht ihr schon hier eingeblendet. Ein 4-2-3-1 mit Conte und mit Honsack, 2 9 auf den Flügeln. Vorne dann habe ich jetzt erstmal Marvin Pieringer hingestellt. Das ist aber halt auch noch nicht in Stein gemeißelt, diese Formation. Da kann sich auch noch einiges verändern. Vielleicht wird Frank Schmidt das ein oder andere mal umstellen. Es ist, wie gesagt, nur eine mögliche Startelf. Sie müssen nicht so spielen, aber um euch das mal zu zeigen, welche Spieler da sind, wie man eventuell spielen könnte, mit Beck als Zehner. Aber gut, wir werden sehen. Heidenheim mit der Dreifachbelastung, wenn sie es dann in die Conference League Liga-Phase schaffen, wird, glaube ich, ziemlich schwer. Aber ich würde es Heidenheim gönnen und wünschen, deswegen habe ich Heidenheim bei mir auf Platz 14 getippt. Jetzt kommen wir so in eine Tabellenregion, das ist so zwischen Platz 13 und 10, vielleicht nimmt er auch noch Platz 9 mit dazu, das ist so das Niemandsland der Tabelle. Das ist nichts Gutes, ist aber auch nichts Schlechtes, spielst eine solide Saison, hast vielleicht ein bisschen was mit dem Abstieg zu tun, aber im Prinzip spielst du eine grundsolide Saison. Und ich habe auf Platz 13 bei mir in der Prediction habe ich Mainz 05 getippt. Mainz 05 auch mit neuem Trainer, mit Starspieler würde ich jetzt einfach mal sagen, Brian Gruda, die eventuell auch mit einer Dreierkette starten. Ich habe das jetzt mal hier in einem 3-4-2-1 dargestellt. Vorne dann mit Burkhardt, wenn er fit ist,
auch wirklich ein sehr, sehr klasse Spieler. Mittelfeld mit Kraus und mit Nadim Amiri auch wirklich richtig gut. Also ich muss sagen, Amiri, der hat in Mainz, besonders in der Rückrunde, eigentlich richtig, richtig stark gespielt. Viele Vorlagen gegeben, hat das Mittelfeld zusammengehalten und hat halt auch dafür gesorgt, dass Mainz die Klasse hält, möglichst wenig noch mit dem Abstieg zu tun bekommt. Ja, Dominik Kor, ob der den rechten Innenverteidiger gibt oder der lässt sich ja gerne mal in die Zentrale hinten fallen. Dann Hanke Olsen und Fernandes. Ich glaube, das ist sogar der Bruder von Frankfurter Gelson Fernandes gewesen. Dann Wiedmer und Kaci, glaube ich, so heißt er auf der Außen. Also Mainz hat ja eigentlich einen guten Kader, der auch zu gut ist für den Abstieg. Deswegen glaube ich nicht, dass sie absteigen werden. Brian Gruda weiß man halt nicht, ob der auch noch wechselt. Der ist bei Bayern auch wohl im Gespräch oder auf der Liste. Logischerweise natürlich auch bei Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft. Ich glaube, dass er eventuell für die WM 2026 in Frage kommt und natürlich auch für die anstehenden Nations League Spiele und für die WM-Quali-Spiele. Ich glaube, da wird Brian Gruda das ein oder andere Mal dann ja zum Kader dazugehören. Jetzt auf die Liga bezogen, ich glaube, Mainz spielt einen relativ soliden Schuh. Vielleicht gehen ja noch 1-2 Plätze mehr nach oben. Aber wie gesagt, für mich ist so die Region Platz 9 bis Platz 13 ist halt so Niemandsland. Da könnte jetzt quasi jede Mannschaft einmal austauschen. Da könnte Mainz auch auf dem 11. Platz sein oder auf dem 10. Platz. Wird jetzt nicht viel verändern, außer die TV-Gelder. Aber für mich, in meiner Prediction, Mainz auf Platz 13. Jetzt kommen wir zu einem Team auf Platz 12. Die haben auch viele ja, User und auch vermeintliche Experten, will ich sie jetzt mal nennen, auch viel höher eingeschätzt. Bei mir war einfach aus dem Bauch raus und einfach, weil es da momentan so ein bisschen rumort eventuell im Team, weil Rosen gegangen ist, weil Pirmin Schwegler seinen Vertrag aufgelöst hat, weil Materazzo wohl auch nicht mehr so 100% zufrieden ist. Aber es habe ich halt alles nur gehört. Ihr wisst schon wahrscheinlich, worum es geht oder um wen es geht. Es geht um die TSG Hoffenheim. Die habe ich bei mir auf Platz 12 gesetzt. Auch hier mal kurz der Blick auf die mögliche Formation. Die habe ich in einem 3-4-2-1, vielleicht auch mit der Fünferkette. Hoffenheim, die agieren ja auch gerne mal aus einer Fünferkette raus, dann mit den beiden Außenverteidigern, mit Jurasek und mit Kaderabek, den beiden Tschechen. Dann Prömel, der auch bei der Eintracht im Gespräch war, der aber, das war auch, glaube ich, mehr so eine Nebelkerze. Dann natürlich Kramaric, vorne Bebu im Mittelfeld, das könnte richtig gut werden mit Anton Stach, der auch ähnlich wie Gruda, glaube ich, demnächst in der Nationalmannschaft zu sehen sein wird, hat auch wirklich solide Leistungen gebracht bei Hoffenheim letzte Saison. Daneben der junge Bischof, der eventuell jetzt Stück für Stück rangeführt wird. Hoffenheim, auch wie Mainz, das könnte auch so eine Wundertüte sein. Die können auch noch 1-2 Plätze nach oben kommen, vielleicht sogar auf dem 9. Platz, auf dem einstelligen Platz. Sie können allerdings auch 13., 14. werden. Von daher sind das so Teams, die ich auch sehr, sehr schlecht einschätzen kann und die ich deswegen in dieses Niemandsland reingepackt habe. Von daher Hoffenheim, vielleicht auch eine solide Saison, eine grundsolide Saison, genauso wie Mainz. Und deswegen für mich Hoffenheim auf Platz Nummer 12. Für meinen persönlichen Platz 11 schicke ich erstmal ein paar Grüße raus an Max Kirchi, den ich unter anderem früher mal hier auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt habe, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass Major Tom die neue Torhymne ist der deutschen Nationalmannschaft, der da sehr behaglich geblieben ist. Ihr wisst dann, denke ich, schon, um wen es geht, um welchen Verein, und zwar um den FC Augsburg, die nicht nur in den Trikotsätzen in den Top 3 ist oder sind diese Saison, muss man einfach sagen. Das sind schöne Trikots, alles schön und gut, aber wichtig ist auf dem Platz. Und da gucken wir mal auf eine von möglichen Formationen, die Max Kirchi auch, glaube ich, gesendet hat. Vielen Dank schon mal dafür. Und zwar hat er seine Truppe in einem 4-2-2-2 aufgestellt. Ja, FIFA-Freunde werden wissen, 4-2-2. Eine sehr, sehr gute Formation mit unter anderem Arne Engels vorne als rechter zentraler offensive Mittelfeldspieler. Dann haben wir im Mittelfeld mit Jakic und Meier, auch nicht so verkehrt. Rechts hat er noch Platz gelassen, Neuzugang. Linkes zentrales offensive Mittelfeld genauso Neuzugang, wenn denn diese Formation gespielt wird. Vorne dann mit Tietz und mit Essende. Muniz, glaube ich, auch noch ein neuer Stürmer. Labrovic hinten im Tor. Schlotterbeck dann davor, der Bruder vom Dortmunder Nico Schlotterbeck. Also auch die Verteidigung wie immer sehr, sehr gut aufgestellt. Augsburger sind ja traditionell sehr, sehr aggressiv in ihrer Spielweise. Ich habe hier mal noch eine mögliche Formation euch bereitgestellt, und zwar ein 4-4-2 mit Raute, wo dann zum Beispiel Arne Engels als Zehner spielen kann, vorne Moni und Essende dann bedienen kann. Rex Bitschei ist natürlich auch noch da, auch ein sehr, sehr aggressiver Spieler. Also ich glaube generell, Augsburg wird wieder ein sehr unangenehmer Gegner sein, die vielleicht auch den ein oder anderen Überraschungssieg landen werden. Ich hoffe nicht gegen die Eintracht, das wäre nämlich letzte Saison fast schief gegangen. Dann wären sie, glaube ich, noch ins internationale Geschäft eingezogen. Aber sie haben ja zum Glück, aus unserer Sicht dann zum Glück am Ende ein bisschen die Puste verloren. Ich glaube aber auch, dass Augsburg so im gesicherten Mittelfeld landen wird. Die werden wenig mit unten zu tun haben. Die haben sich jetzt mittlerweile etabliert in der Bundesliga. Vielleicht geht da auch noch
ja, was die Platzierung angeht, 1, 2 Plätze mehr nach oben, Platz 10, Platz 9, vielleicht aber auch Platz 12, Platz 13, je nachdem. Ne? Man muss immer gucken, wenn alle fit bleiben. Vielleicht haben sie ja auch das Pech, was ich natürlich niemandem wünsche, dass so 1, 2 Leistungsträger länger verletzt sind. Das weiß man natürlich nicht, aber wir werden alles sehen. Deswegen ist ja hier eine Prediction und mal gucken, wo sie landen werden. Mal gucken, wenn ich mir das Video nächstes Jahr angucke um die Zeit. Vielleicht habe ich ja schon den einen oder anderen Mist predicted hier. Aber gut, für mich, der FC Augsburg, nochmal schöne Grüße raus. Ja, an Max Kirche und seine 10 weiteren Accounts. Platz 11. Dann sind wir in den Top 10 angelangt. Auf Platz 10 für mich predikte ich die Fohlen. Und zwar Borussia Mönchengladbach, die, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bei Bochum und bei Heidenheim wirklich 2 sehr richtig starke Transfers getätigt haben in der Offensive mit Stöger, den ich auch persönlich gerne bei der Eintracht gesehen hätte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre dann halt die Frage gewesen, wo hätte er gespielt? Also da werden wir dann gleich noch zu kommen, wenn ich meine Frankfurter Mannschaft vorstellen werde. Aber Stöger alleine vom Namen her sehr ballsicher, spielt viele gute Bälle in die Tiefe, viele Vorlagen gegeben, eine gute Schusstechnik, Freistöße überragend. Also das ist wirklich ein Gewinn für jede Mannschaft. Jetzt ist er bei Gladbach und natürlich vorne Tim Kleindienst. Das sind, glaube ich, 2 entscheidende Säulen, die die Gladbacher eventuell zu einer besseren Saison führen werden. Dazu haben sie mit Rocco Reitz im Mittelfeld, der auch auf einem guten Weg ist, eventuell auch dann in ein paar Jahren, vielleicht auch schon dieses Jahr, weiß ich nicht, je nachdem wie er ja, auf höchstem Niveau performt, ein Kandidat für die Nationalmannschaft ist. In den U-Mannschaften ist er ja schon vertreten regelmäßig. Weigel mit Itakura in der Innenverteidigung, Elvedi, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Robin Hack, Frank Honorar, ich glaube Hack war sogar der Top-Torschütze bei Gladbach letzte Saison. Und na klar wäre es den Gladbachern zu wünschen, wenn sie einfach mal eine ruhigere Saison spielen. Das wäre auch letzte Saison fast noch schief gegangen. Haben sich aber dann doch durchgesetzt, weil die anderen mehr oder weniger gepatzt haben. Und deswegen habe ich Gladbach auf Platz 10. Das ist so der typische Mittelfeldplatz. Ja, ich glaube, dass Gladbach wirklich eine bessere Saison spielt, eine ruhigere Saison vor allem. Und dann eventuell in der übernächsten Saison, wenn sie sich dann wieder punktuell verstärken, vielleicht wieder die europäischen Plätze angreifen. Ich weiß es nicht. Das ist ganz schwer vorauszusagen, aber ich wünsche es jedem Gladbacher, dass sie wirklich mal eine entspanntere Saison, weil mit der Truppe, wenn man das nochmal sieht, die Aufstellung, das ist eigentlich keine Mannschaft, die um den Abstieg spielt oder die um den Klassenerhalt kämpfen sollte. Aber ihr wisst, in der Bundesliga geht das manchmal so schnell, dass es auch mal so einen großen Verein erwischen kann, wie Borussia Mönchengladbach. Von daher sind wir gespannt. Für mich Borussia Mönchengladbach auf Platz 10. Vielleicht liege ich damit auch komplett daneben. Machen wir weiter mit Platz 9. Neuer Auswärtsblock vom Oberrang in den Unterrang verlegt. Ich glaube, das wird viele Auswärtsfans freuen, weil der Auswärtsblock soll wohl nicht so gut sein, was die Sicht betrifft, wenn man dann da oben steht. Und zwar ist die Rede von Werder Bremen. Für mich Platz 9, da gucken wir auch mal kurz drauf auf die Formation. Das ist auch eine Dreierkette, respektive Fünferkette mit Duksch vorne, ein Jinma da hinten, der wirklich auch eine gute Saison eigentlich gemacht hat. Letztes Jahr bei Bremen, der eventuell seine Breakout oder Breakthrough, wie nennt man das? Breakout-Saison, also seinen Durchbruch hat. Mein Gott, bleiben wir doch beim deutschen Namen hier. Durchbruchssaison hat. Ein Jinma, dahinter Schmid im Mittelfeld mit Linen und Stay, die das eigentlich auch gut gemacht haben. Und die Bremer auch, denke ich, weiterhin eine solide Saison spielen werden. Also hoffe ich. Bremen ist auch so eine Truppe, die gehört in die Bundesliga. Ich hoffe, dass sie jetzt auch stabiler und ein bisschen konstanter spielen. Weiser dann noch auf der Linksverteidigerposition und Agu links oder rechts, die dann auch immer wieder wechseln können. Hinten Friedl, Jung und Stark in der Innenverteidigung. Bin sehr gespannt, wie die Bremer das machen. Ich hoffe, dass sie drin bleiben. Und ich glaube auch ähnlich wie Gladbach, dass Bremen nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Die werden auch, hoffe ich, eine solide Saison spielen. Auch hier den ein oder anderen, vielleicht Überraschungssieg landen. Vielleicht gewinnen sie ja wieder in München 1:0. Ja, Mitchell Weiser weiß, wie es geht. Oder vielleicht haben sie auch mehr mit unten zu tun. Ich weiß es nicht. Auch ganz schwer zu sagen. Aber für mich Werder Bremen. Schauen wir mal mit der Truppe auf Platz Nummer 9. Wir kommen zu meinem persönlichen Platz 8. Und ich muss schon so ein bisschen lachen, weil es ist gleichzeitig auch mein Hot Take für diese Saison, ist der VfB Stuttgart. Wird vielleicht viele überraschen. Viele werden jetzt wahrscheinlich schon die Hände auf die Tastatur legen und irgendwelche Hasskommentare oder irgendwelche bist du doof Kommentare und hast du dich gesehen und irgendwelche anderen Beleidigungen einfügen. Aber für mich persönlich, ich werde es auch versuchen zu begründen. Wir gucken uns erstmal die Aufstellung an. Der VfB hat natürlich, unter anderem mit Girassi, mit Waldemar Anton und auch mit Ito 3 wirkliche Stützen verloren. Die haben letzte Saison wirklich überragend gespielt. Das war eine Ausnahmesaison, da hat wirklich alles gestimmt. Vizemeister, was wirklich niemand gedacht hätte. Die haben übrigens auch ein Jahr vorher in der Relegation gespielt. Jetzt könnte man natürlich meinen, der VfL Bochum nimmt sich das vielleicht als Beispiel. Wird dann auch Vizemeister, aber ich glaube, so leicht würde es nicht gehen.
Zusätzlich halt dazu ist die Frage, ob sie sich mit Demirovic, haben sie sich gut verstärkt, hätte ich auch gerne bei der Eintracht gesehen. Chabot ist auch einer, den ich gerne bei der Eintracht gesehen hätte, aber irgendwann ist der Kader auch voll. Wir können keine 40 Mann im Kader haben, das wird nicht funktionieren, selbst bei der Dreifachbelastung. Und das ist halt auch die Frage beim VfB Stuttgart. Die spielen jetzt in der Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga. Wie gut kommen sie mit dieser Dreifachbelastung zurecht? Und es wird natürlich auch die große Frage, ob sie das bestätigen können. Das ist jetzt die große Herausforderung. Vizemeister, wie gesagt, super Saison gespielt. Da kann man nur den Hut vorziehen. Guirassy hat quasi alles kaputt geschossen, was nur kaputt zu schießen geht. Hinten Waldemar Anton und Ito haben den Laden wirklich zusammengehalten. Ist halt die Frage jetzt, ob das auch ein Chabot schafft. Maxi Mittelstädt ist ja geblieben, Wagnumann auf der rechten Seite. Ich glaube, da haben sich doch noch einen Schweizer verpflichtet. Wie gesagt, da werden noch 1, 2 weitere Veränderungen im Kader sein oder auch in der Startaufstellung. Leveling, Mio und Führig habe ich jetzt mal hinter Demirovic hingetan. Demirovic, der trifft halt auch aus allen Lagen, der macht bei Augsburg auch mal seine 15 Buden und der wird auch beim VfB, glaube ich, häufiger treffen. Da ist halt auch die Frage, deswegen habe ich es auf Platz 8 getan, das ist auch mein Hot Take, sage ich auch nochmal ganz zum Schluss, warum es nicht höher geht als Platz 8, weil ich halt glaube, dass der VfB das nicht bestätigt bekommt. Das ist mal Nummer 1, dass sie möglicherweise Probleme bekommen werden mit der Dreifachbelastung, je nachdem, ob sie sich halt in dieser Ligaphase durchsetzen werden in der Champions League oder nicht. Wenn sie sich nicht durchsetzen werden, dann haben sie natürlich in der Rückrunde den Vorteil, dass sie sich auf die Liga konzentrieren können. Dann könnte es sein, dass sie sich wieder fürs internationale Geschäft qualifizieren, aber man weiß es halt nicht. Deswegen, das ist eine sehr, sehr gewagte These und ich bin der Meinung oder mal gucken, ob ich damit richtig reinscheiße nächstes Jahr um die Zeit, ob Stuttgart dann Vierter wird oder Dritter oder vielleicht sogar wieder unten mitspielt. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, aber das ist mein Hot Take, sage ich wie gesagt auch nochmal am Ende des Videos, dass der VfB auf dem 8. Platz landen wird. Ich glaube, die nächste Mannschaft ist dann auch ein weiterer Hot Take, der VfL Wolfsburg auf Platz 7. Da werden mich bestimmt viele für flamen und sagen, warum packst du Stuttgart auf Platz 8, Wolfsburg auf Platz 7? Heißt ja dann theoretisch oder auch faktisch, dass ich Wolfsburg stärker sehe als den VfB Stuttgart. Weiß ich nicht. Ich hätte auch Wolfsburg und Stuttgart austauschen können. Ich hätte auch Wolfsburg 2, 3 Plätze weiter unten hinstellen können und dafür zum Beispiel Augsburg oder Mainz weiter oben hinstellen können. Es ist wirklich ganz, ganz schwer, auch in dieser Tabellenregion die richtigen Positionen festzulegen. Aber ja, wenn wir mal drauf schauen, ich habe da auch ein 3-4-2-1 draus gemacht mit Amura hinter Wind, Lovro Meyer daneben. Das ist auch so ein Dreieck, das funktionieren könnte. Lacroix ist ja auf dem Weg, glaube ich, zu Crystal Palace. Da wird der VfL also auch nochmal nachlegen. Baku und Kaminski auf den Flügeln. Das kann auch funktionieren. Dazu natürlich noch Kevin Paredes, Kevin Behrens noch, der ein Spiel, glaube ich, für die Nationalmannschaft gemacht hat und dann nie wieder gesehen war. Also das wird auch sehr, sehr interessant. Wird sehr, sehr spannend. Wolfsburg wird auch so eine Wundertüte. Vielleicht geht es da auch noch aus irgendwelchen Gründen 1, 2 Plätze weiter nach oben. Vielleicht rutschen sie da auch ins Niemandsland ab, was halt so zwischen Platz 9, 10 und 13 sein wird. Das ist wirklich ganz schwer zu sagen. Keine Ahnung, aber ich bei meiner Prediction Wolfsburg auf Platz 7. Wir nähern uns so langsam der Spitze. Jetzt wird es im Kampf um die internationalen Plätze richtig spannend. Wir kommen zum SC Freiburg. Mein Platz 6 mit neuem Trainer. Man kennt Freiburg eigentlich nur mit Christian Streich. Jetzt ist es, glaube auch ein Christian Schuster, glaube ich, auch ehemaliger Spieler. Also Dirk Schuster ist es nicht. Ich glaube, Christian Schuster heißt er, der auch mal bei SC Freiburg als Spieler aktiv war. Der jetzt also das Zepter übernommen hat. Wird natürlich auch eine neue taktische Ausrichtung vielleicht. Ich habe das jetzt hier mal in einem 4-2-3-1 dargestellt mit Grifo, Röhl und Rizzo Doan, die eigentlich auch gut harmonieren werden. Vorne Höhler, da kann natürlich auch Michael Gregoritsch von Anfang an spielen. Da haben sie also auch die Qual der Wahl. Hinten mit Ginter und Lienhardt. Ginter, da gab es auch 1, 2 Anfragen. Das ist also auch noch nicht in Stein gemeißelt, dass der beim SC Freiburg bleibt. Aber ich glaube, dass die Freiburger eine gute Vorarbeit geleistet haben, dass sie jedes Jahr eigentlich eine Truppe hat, die, warum auch immer, oben mitspielt, die jetzt auch schon gestandener Bundesligist sind, natürlich auch dank Christian Streich. Mal gucken, wie sie es unter Schuster machen, ob sie da gut reinkommen, eine neue Ära, oder ob es dann erstmal wieder ein bisschen nach unten geht. Freiburg ist auch ganz, ganz schwer zu tippen, aber die waren die letzten Jahre, deswegen habe ich sie auf Platz 6 auch getippt, auch immer oben mit dabei, haben sich auch immer für die Europa League, auch für die Conference League qualifiziert, fast auch für die Champions League, aber so weit wird es, glaube ich, nicht reichen, da habe ich auch ein paar andere Teams. Aber ja, für mich der SC Freiburg auf Platz 6. Bin ich sehr, sehr gespannt. Das könnte auch, da könnte auch der VfB Stuttgart stehen. Vielleicht hätte ich Freiburg auf Platz 8 tippen sollen und Stuttgart auf 6 und dann Wolfsburg dafür ein bisschen tiefer. Naja, jetzt ist es so, wie es ist. Also mein Platz 6, Sportclub Freiburg. Jetzt kommen wir zu meiner Mannschaft. Wir kommen zu Platz 5. Wir kommen zum eventuell Champions League Platz, der eventuell auch nächste Saison, wenn die Deutschen gut abschneiden, international auch wieder reichen könnte.
Ja, es gibt ja jetzt immer durch dieses neue System die Neuheit, dass die 2 besten Landesverbände dann in der darauffolgenden Saison noch einen zusätzlichen Champions-League-Platz bekommen. Deswegen ist ja Dortmund als 5. Platzierter auch noch in diese Champions-League-Saison eingezogen und Frankfurt hätte es geschafft, wenn Dortmund Champions-League-Sieger geworden wäre. Also, Eintracht Frankfurt für mich auf Platz 5. Hatten wir auch letztens schon in einem Twitter-Space mit einigen Fans und einigen Leuten besprochen. Also die Eintracht, muss ich sagen, wir gucken jetzt erstmal auf die Aufstellung, dann werde ich dazu ein bisschen was sagen. Das ist auch wieder von einem Nutzer, ist auch eine von vielen Möglichkeiten. In dem 4-3-3 mit Christensen, der auch ein bisschen Erfahrung mitbringt, den wir jetzt geliehen haben. William Pacho muss dann natürlich raus, der ist jetzt hier Stand der Aufnahme zu Paris Saint-Germain gewechselt für 40 bis 50 Millionen. Aber das ist auch ein Transfer oder Transfererlöse, die Eintracht einfach machen muss. Im Gegensatz zu Randal Kolo Muani, damals der Abgang bei William Pacho, das haben wir von vornherein gewusst, dass der nicht 3-4 Jahre bleibt. Den haben wir für 10 Millionen von Royal Antwerpen geholt. Der hat eine stabile Saison gespielt, hat sich nicht weggestreikt, hat nie irgendwie böses Blut, ist nie geflossen, hat nie irgendwie Fitner gemacht, hat sich immer professionell verhalten. Von daher hat man sich da die Hand gereicht, hat gesagt, gut Junge, viel Glück, versuch, dass du bei Paris irgendwie Fuß fasst. Für uns sind das 40, 50 Millionen, die wir jetzt natürlich wieder finanzieren können für neue Mittelfeldspieler, die wir noch holen wollen. Linke Seite müssen wir auch mal gucken. Da ist jetzt ein Kunku hier zum Beispiel. Wir haben Can Uzun, bester Zweitligaspieler der letzten Saison, 18 Jahre jung. Der wird seine Nationalmannschaftskarriere auch bald beginnen. Habe ich mich eigentlich auch schon gewundert, warum der nicht für die EM nominiert war. Aber gut, dann natürlich vorne, wenn die so zusammenbleiben, haben wir mit Shaibi, mit Hugo Ekitike, mit Mamouche, haben wir wirklich eine super, super Offensive, die natürlich dann noch ergänzt wird mit Matanovic, der letzte Saison beim KSC gespielt hat. Hier habe ich mal meine Formation aufgestellt, auch ebenfalls in dem 4-3-3. Dann aber mit dem defensiven Sechser, mit Skiri, Larsson, Mario Götze haben wir auch noch Matanovic, Mamouche, Hugo Ekitike kann dann auf die Außen ausweichen. Für William Pacho würde dann entweder Aurel Amenda spielen oder dann der eine Grieche von PAOK Thessaloniki, Kurelikas, glaube ich, heißt er. Der hat gegen uns auch, glaube ich, ein Tor gemacht, als wir gegen die gespielt haben. Ist halt mal wieder ein Grieche. Ne? Die Griechen haben meistens gut gespielt bei uns. Wir hatten Theofanis Gekas, der gebombt hat. Wir hatten früher Yannis Amanatidis. Wir hatten Soterios Kyriakos, auch ein Brett, auch ein Schrank gewesen in der Innenverteidigung. Also mit Griechen haben wir eigentlich eine gute Erfahrungen gemacht. Und bei der Eintracht ist es, glaube ich, wie bei vielen anderen Teams auch. Die haben auf dem Papier, glaube ich, eine richtig gute Mannschaft. Die Qualität ist da. Wir haben auch eine super zweite Garde, sage ich mal. Die Bank ist auch wesentlich besser besetzt als letzte Saison. Brown aus Nürnberg haben wir auch unter anderem noch bekommen. Højlund, den Bruder vom United-Spieler, ich glaube Rasmund heißt er, Rasmund Højlund. Der andere Højlund-Bruder spielt bei Schalke. Wir haben den dritten davon bekommen, also alle 3 Højlund-Brüder spielen bei hochklassigen Vereinen. Schalke gehört eigentlich auch in die Bundesliga, just by the way. Ja, und die Frage ist halt bei der Eintracht, ne, wie gut bekommen sie das auf den Platz? Wenn sie das gut hinbekommen, wie gesagt, die Qualität haben sie definitiv, dann sind die Top 5 auf jeden Fall möglich, Top 6, also klar, auf jeden Fall ein internationaler Platz. Vielleicht geht sogar noch ein bisschen was nach oben, Platz 4, aber das wird ziemlich schwer. Das wird ziemlich schwer, an Leipzig, Dortmund, Leverkusen und an die Bayern ranzukommen. Ich glaube, Platz 5 wäre eine ziemlich, ziemlich geile Position in der Endtabelle. Ich glaube, für viele Frankfurt-Fans ist es einfach wichtig, dass wir einen attraktiveren Fußball sehen. Nicht einen Schlafwagen-Fußball. Man kann ja Ballbesitzfußball spielen. Aber man kann auch wieder VfB Stuttgart Ballbesitzfußball spielen, indem man auch nach vorne spielt, den Weg nach vorne sucht, Pässe in die Tiefe, nicht 10-mal hinten rumspielen und wieder und mit null Risiko. Das wollen die Fans nicht sehen. Ja, in Frankfurt ist man auch zufrieden, wenn man nach vorne spielt, wenn man 110% auf den Platz lässt, Leidenschaft. Und wenn man dann 2-3-0 verliert, okay, dann ist es so. Dann war der Gegner an dem Tag halt besser, aber man hat gekämpft. Das Trikot ist schmutzig, der Rasen ist einmal umgepflügt worden und damit sind die Fans schon zufrieden. Es braucht nicht viel, was hat Axel Hellmann gesagt, es braucht einfach nicht viel, um dieses Stadion anzuzünden, im sportlichen Sinne. Und das ist wirklich so. Ja, das Frankfurter Publikum von der Stimmung her, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Frankfurt-Fan bin, ich glaube, das sagen auch viele neutrale Leute, sind ja unter den Top 3 der Fans in der Bundesliga. Top 5 vielleicht, wenn wir das ein bisschen erweitern wollen, aber Top 3 auf jeden Fall. Also das ist wirklich Wahnsinn, was die Fans da auch international Spiel für Spiel abreißen. Das werden sie auch in der Euroleague-Saison machen, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also Frankfurt für mich auf Platz 5, wenn sie das, was sie im Kader haben, was sie auf dem Papier haben, auf dem Platz auch gut umgesetzt bekommen. Dann kommen wir zum Abschluss jetzt noch zu meinen Top 4 und das war wirklich mit einer der schwersten Entscheidungen, wen ich auf Platz 4 packe, Platz 3, Platz 2 und Platz 1, weil ich glaube, so spontan würde ich sagen, dass die Bundesliga ausgeglichener ist in dieser Saison wie selten, also wie die letzten Jahre nicht. Da gab es ja immer nur entweder Bayern oder Bayern oder Bayern oder Bayern. Jetzt ist es halt mal Leverkusen geworden.
Und das ist halt auch die Frage bei Leverkusen, ob sie das bestätigt bekommen. Dazu kommen wir aber gleich. Ich habe jetzt auf Platz 4 RB Leipzig getan. Wir gucken mal auf die Formation. Wird wahrscheinlich auch wieder ein 4-2-2-2. Das ist jetzt die Formation, die sie am häufigsten gespielt haben. Die können natürlich aber auch Dreierkette, die können auch ein klassisches 4-2-3-1 spielen. Haben aber Dani Olmo verloren. Und ich glaube, Dani Olmo, das ist halt auch ein Unterschiedsspieler. Haben wir bei der EM gesehen, haben wir Deutschen auch erfahren müssen, leider in unserem Viertelfinale ein Tor gemacht. Dann das entscheidende 2-1 leider vorbereitet. Ich wollte die Wunde nicht wieder aufreißen, aber ich muss es leider machen, weil ich halt jetzt gerade Dani Olmo erwähne. Haben wir aber natürlich auch vorne mit Luis Openda, mit Benjamin Šeško 2 Top-Stürmer, muss man einfach so sagen. Ich wünsche denen halt auch sportlich gesehen einfach den Absturz in die Belanglosigkeit. Das wird aber leider nicht passieren, von daher müssen wir halt damit leben. Und ich glaube, dass Leipzig auf dem 4. Platz landen wird, weil ich die anderen 3 Teams vor Leipzig vielleicht ein bisschen stärker sehe. Vielleicht auch Dortmund auf Platz 4 mit Schein, ist ja auch alles neu und so weiter, aber nee, ich glaube Leipzig Platz 4. Wir machen mal Leipzig auf Platz 4, denn auf Platz 3 habe ich Borussia Dortmund mit Neutrainer Nuri Sahin, der auch als Spieler schon und auch als Balljunge schon beim BVB war. Also der weiß auf jeden Fall, wie der Verein tickt und läuft. Der ewige Edin, der Magier, der Zauberer, der Spiele gewonnen hat, wo man gar nicht wusste wie. Der Spieler hat spielen lassen, der mit merkwürdigen Formationen angetreten ist. Also die Dortmunder sind da das ein oder andere Mal sehr, sehr verzweifelt, wenn man schon die Aufstellung gesehen hat. Aber gut, das ist ja bei uns und bei anderen Vereinen nicht viel anders und bei den anderen Fans. Ja, haben sich gut verstärkt. Also muss ich sagen, ich habe jetzt hier in der Aufstellung, die ihr seht, im Mittelfeld sehe ich gerade Sabitzer und Emre Can. Ich habe total Pascal Groß vergessen. Also der wird auf jeden Fall, entweder wird er neben Emre Can spielen, wobei Emre Can wird spielen, weil er ist Kapitän. Also es wäre irgendwie blöd, wenn der Kapitän nicht spielt. Ich glaube, dass Pascal Groß eventuell macht er auch den Sechser, dann würde Brandt, glaube ich, rausfallen. Wobei Brandt kannst du eigentlich auch nicht raustun. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Beim BVB Riasson würde ich eventuell auf die andere Seite tun. Da haben sie noch einen Brasilianer verpflichtet, von Manchester City ausgeliehen. Der würde dann auf rechts spielen. Bensebaini auf der linken Seite. Da habe ich mich auch letztens mit einem in einem Twitter-Space unterhalten. Da würde dann entweder ein Jugendmann spielen, also er hofft, dass dann da ein Jugendmann spielt. Bensebaini, das sehen viele noch so ein bisschen als Schwachpunkt. Vielleicht könnte auch Riasson auf die andere Seite und dann der von Manchester City. Ich glaube, Kutos heißt er, rechts spielen. Dann Waldemar Anton natürlich vom VfB. Eine super Verstärkung vorne, Serhou Guirassy. Also die Dortmunder haben auch wie die Eintracht ähnlich auf dem Papier wirklich einen richtig guten Kader. Da kommt es halt auch oftmals auf die Tagesform an und halt auch darauf, wie konstant der BVB spielt. Ja, die gewinnen auch mal 5-6 Spiele in Folge. Dann haben sie aber auch wieder die kleineren und schwächeren Vereine, wo sie dann auch die Punkte liegen lassen, die dann am Ende zur Meisterschaft fehlen. Und wenn der BVB das irgendwie hinbekommt, dann glaube ich, dass sie auch dieses Jahr wieder eine gute Saison spielen. Viele Dortmunder sind gehypt wie lange nicht. Die sind also richtig zufrieden mit den Transfers. Wie gesagt, die einzige Schwachstelle, die viele noch sehen, das könnte hinten links sein, weil Bensebaini halt auch nicht so überzeugt hat, wie sich das viele erhofft hatten. Da könnte aber, wie gesagt, dann Riasson rüberwechseln. Dann haben sie den Kutas auf der rechten Seite. Also Dortmund für mich auf Platz 3. Wird sehr, sehr spannend. Da könnte auch Dortmund noch 1-2 Plätze nach unten gehen. Vielleicht noch einen Platz nach oben, aber ich glaube, das machen dann die letzten beiden Teams, die noch übrig bleiben, unter sich aus. Und dann kommen wir nun zu den beiden entscheidenden Plätzen, Platz 2 und Platz 1. Für mich auch ganz, ganz schwer. Es gibt für viele Pro und Kontras, dass Leverkusen wieder Meister wird, dass die Bayern Meister werden. Und ich habe mich dann am Ende dafür entschieden, dass Leverkusen auf Platz 2 ist und die Bayern auf Platz 1. Kurz zu Leverkusen auf Platz 2. Letzte Saison brauchen wir gar nicht drüber reden, das wird in die Geschichte eingehen. Das wird es nie wieder geben, das werden selbst die Bayern, glaube ich, nicht schaffen, dass sie eine komplette Saison lang ungeschlagen bleiben. Wir gucken mal auf die Formation. Auch mit der Dreierkette natürlich wieder Grimaldo, Frimpong auf den Flügeln, vorne mit Victor Boniface, den ich gerne bei der Eintracht gesehen hätte. Hofmann, Florian Wirtz, der, glaube ich, die Saison auch noch mal ein bisschen stärker spielen wird. Granit Xhaka dann im Mittelfeld mit Palacios. Also da ist wirklich, wirklich sehr viel Qualität. Dazu noch auf der Trainerbank Xabi Alonso, der bleibt. Das ist auch ein ganz, ganz großer Pluspunkt, den die Leverkusen haben. Die haben die Mannschaft halbwegs zusammengehalten, haben sich auch punktuell verstärkt. Haben von Girona Garcia jetzt geholt fürs Mittelfeld, also auch nochmal jemand mit ein bisschen mehr Erfahrung. Jetzt, da Leverkusen auch wieder in der Champions League spielt, brauchen sie auch einfach diese Qualität und auch die Qualität in der Breite. Das ist auch ganz, ganz wichtig und von daher glaube ich aber, ich habe irgendwie so ein blödes Gefühl, dass Leverkusen das auf jeden Fall wieder spannend macht, dass wir, glaube ich, wieder einen spannenden Meisterschaftskampf haben, spannender als letzte Saison. Klar, da war Leverkusen gefühlt schon nach dem 20. Spieltag dann Meister oder nach dem Sieg gegen die Bayern war das eigentlich schon klar.
dass sie das machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich bis zum letzten Spieltag spannend wird. Und dass es aber für die Bayern dann am Ende reicht, weil es halt einfach die Bayern sind. Neuer Trainer mit Vincent Kompany, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Aber die sind halt auch noch nicht so fest im Sattel. Aber die Bayern sind halt die Bayern. Und wenn es darauf ankommt zu performen, waren die Bayern eigentlich die letzten Jahre immer da. Außer letzte Saison, das war mal eine Ausnahme, wo sie wirklich gar keinen Titel geholt haben. Also in der Champions League ausgeschieden, gegen Madrid unglücklich, im DFB-Pokal auch ausgeschieden. Meisterschaft, gut, die ging natürlich dann an Leverkusen. Aber ich glaube, diese Saison wird es auf jeden Fall ein bisschen enger oben an der Spitze. Vielleicht kann Dortmund und Leipzig da ein bisschen mehr mitreden. Wäre geil, für die Spannung auf jeden Fall. Also ich würde sofort unterschreiben, wenn wir bis zum letzten Spieltag noch 3 Mannschaften haben, die noch um die Meisterschaft kämpfen. Was will man denn mehr? Das ist doch für uns, für die Fans, ist es doch das Beste, wenn es bis zum Schluss möglichst spannend bleibt. Für mich also abschließend Leverkusen auf Platz 2. Folgerichtig haben wir dann also die Bayern für mich auf Platz 1 als neuen deutschen Meister. Da können wir auch mal drauf gucken. Kurz, das ist auch eine von vielen Formationen, die Bayern spielen lassen können. Davis habe ich jetzt mal als Linksverteidiger. Der wird ja eventuell auch noch wechseln. Da kann dann Guerrero spielen. Da könnte eventuell Ito, wenn er dann wieder fit ist, spielen. Wir haben Rafael Guerrero. Joshua Kimmich habe ich mal als Rechtsverteidiger aufgestellt, weil im Mittelfeld dann Palhinha, hat ja jetzt endlich geklappt. Deal on, ja, kurz Palhinha wechselt zum FC Bayern, jetzt dann also doch. Dann haben sie Pavlovic, der wieder fit sein wird im Mittelfeld, der auch ein Kandidat sein wird für die Nationalmannschaft. Dann mit vorne mit Musiala, mit Sané und mit Olise, der Neuzugang, der auch bei Olympia, glaube ich, richtig, richtig stark gespielt hat. Also was man da gesehen hat, macht schon Vorfreude. Vorne natürlich Harry Kane, der mal wieder nicht den Europameistertitel geholt hat. Ist also nicht nach Hause gekommen, der Titel, aber der wird auch wieder seine, glaube ich, 20, 25 Buden machen. Ist halt einfach ein Torjäger, wie er im Buche steht. Dazu haben sie noch Müller, der wahrscheinlich auch in seine letzte Saison gehen wird. Neuer, wahrscheinlich eventuell auch seine letzte Saison. Also es wird sehr, sehr spannend. Ich glaube einfach, dass die Bayern auf Strecke, da sind wir wieder, ja, Thema Konstanz gesehen, dass sie einfach vielleicht den längeren Atem haben, vielleicht auch diesmal als Leverkusen, die das natürlich auch bestätigen müssen, die auch irgendwann wieder ein Spiel verlieren werden. Und dann ist halt die Frage, wie geht Leverkusen damit um? Ich glaube, dann werden die Bayern einfach da sein. Das habe ich so im Gefühl, das predikte ich jetzt einfach mal. Das ist also meine Abschlusstabelle hier nochmal zu sehen, wenn ich sie irgendwo eingeblendet habe. Ich hoffe, ich habe das so gemacht. Sind ein paar wilde Takes mit dabei, der VfB Stuttgart zum Beispiel und auch Bochum sehe ich jetzt nicht unbedingt auf Platz 17. Ich weiß nicht so recht, was ich mir dabei gedacht habe, aber wir werden es nächstes Jahr um diese Zeit schon längst sehen und längst mal dann analysiert haben, wie ich das Ganze getippt habe. Jetzt gibt es noch meinen besten Torschützen, dann glaube ich die Enttäuschung der Saison machen wir und vielleicht die Überraschung der Saison, ein Breakout-Star vielleicht auch noch. Schauen wir mal, aber dafür muss ich noch mal ganz kurz in mich gehen und mir da noch mal ein paar Notizen zu machen. Gut, also starten wir rein. Nach einer kurzen Überlegung starten wir mit dem Torschützenkönig. Das war ja letztes Jahr Harry Kane, 36 Buden, hätte fast noch den Rekord von Lewandowski gebrochen, aber das wird, glaube ich, auch so schnell niemand mehr schaffen. Also wenn dann Harry Kane, jetzt spontanerweise wäre es ihm zuzutrauen, aber ich gehe nicht mit Harry Kane, ich gehe mit Serhou Guirassy, der beim VfB viele Tore gemacht hat, der jetzt natürlich nochmal beim BVB eventuell besser eingesetzt wird, anders eingesetzt wird. Vielleicht ist das Spiel auch nochmal ein bisschen besser auf ihn zugeschnitten. Der macht seine Buden. Da bin ich fest von überzeugt. Der wird auch dem BVB ziemlich viel Spaß machen. Das ist halt auch ein Stürmertyp oder auch ein Stürmer, dem der BVB gefehlt hat in den letzten Jahren. Ja, Niklas Füllkrug hat das auch richtig gut gemacht. Sebastian Aller, leider hat er ja damals seine Hodenkrebsdiagnose bekommen, ist dann für eine lange Zeit ausgefallen. Ich glaube, das hätte auch einen anderen Weg nehmen können, wenn er nicht ausgefallen wäre, ne? Aufgrund seiner Krebserkrankung. Gott sei Dank hat er das geschafft. Gott sei Dank ist er wieder zurück. Aber dem will der BVB, glaube ich, auch noch loswerden. Und dann ist man mal gespannt, wer da noch mit dazukommt. Von daher habe ich jetzt nicht Harry Kane genommen. Das nimmt irgendwie auch fast jeder. Ich gehe da auch mal so ein bisschen ins Risiko rein. Vielleicht wird es auch ein komplett anderer. Vielleicht auch Hugo Ekitike, den ich auch, das muss ich noch zusätzlich dazu sagen, als Top 3 Scorer sehe. Also Tore und Vorlagen zusammen. Weil der auch wirklich eine gute Vorbereitung hat, der auch in den letzten Spielen jetzt in der Rückrunde einen guten Eindruck gemacht hat, der eine gute Technik hat, einen guten Abschluss und wie gesagt jetzt eine komplette Vorbereitung mitgemacht hat und ich ihm das auch einfach wünsche, dass er besser abschließt und das ist auch von ihm einfach zu erwarten. Also ich meine, wir haben ja auch ein bisschen Geld für den bezahlt, von daher muss ich da auch ein bisschen was von ihm erwarten können. Aber für mich predikte ich mal, der Torschützenkönig wird vom BVB kommen, Serhou Guirassy. Dann kommen wir zu meiner Enttäuschung der Saison. Da habe ich, weil es auch schon mal ein Hot-Take ist, den VfB Stuttgart genommen.
als Enttäuschung der Saison quasi Platz 8 oder Platz 9 aus gegebenen Gründen oder aus den Gründen, die ich schon gesagt habe. Dreifachbelastung, wie gut sind die Abgänge von Ito, von Anton und von Guirassy aufzufangen? Wie kommen sie mit der Dreifachbelastung zurecht? Das wird, denke ich, eine sehr, sehr spannende Saison für den VfB Stuttgart. Das kann gut gehen. Die können sich wieder fürs internationale Geschäft qualifizieren. Die Qualität ist dafür auf jeden Fall da. Die Frage ist halt nur, ob sie es auch auf dem Platz hinbekommen. Und da sehe ich halt einfach nicht Stand jetzt. Mal gucken, vielleicht überzeugen sie mich schon nach 5 oder 6 Spielen. Dann habe ich halt jetzt schon verkackt. Aber das ist ja das Spannende an dieser Prognose. Das finde ich ziemlich geil. Ich bin eigentlich jetzt schon wieder gehypt aufs nächste Jahr. Ich möchte eigentlich, dass die Saison jetzt schon vorbei ist und dass wir uns dieses Video hier angucken. Naja, also das ist für mich die Enttäuschung der Saison. Dann kommen wir auch im selben Atemzug zur Überraschung der Saison. Und da würde ich Borussia Mönchengladbach mit reinnehmen. Ja, anders als Broski, der ja letzte Saison mit Gladbach ein bisschen daneben gegriffen hat. Ich glaube, er hat Gladbach auf Platz 8 getippt. Die sind dann, glaube ich, ganz knapp nicht Achter geworden. Da war irgendwas. Ich werde aber diesmal auch ins Risiko gehen mit Gladbach und werde die als Überraschung der Saison nehmen. Ja, auch aufgrund von Stöger und von Kleindienst. Vielleicht lasse ich mich auch von den beiden zu sehr blenden, aber ich glaube, die beiden, die werden ja wesentlichen Einfluss haben auf das Spiel der Gladbacher. Die werden wieder mehr Spiele gewinnen, die werden ein bisschen konstanter sein. Besonders auch im Mittelfeld mit Weigl und mit Rocco Reitzer im Zusammenspiel. Das könnte, glaube ich, gut funktionieren. Von daher gehe ich da, wie gesagt, ein bisschen ins Risiko rein und setze für mich als Überraschung der Saison Borussia Mönchengladbach. Und als krönenden Abschluss habe ich dann noch so einen Youngstar, Breakout-Star, würde ich sagen. Also man könnte natürlich wieder Jamal Musiala nehmen, man könnte auch Florian Wirtz nehmen, aber das wäre einfach, zu standardmäßig und ich würde da auch gerne mal einen anderen Spieler mit reinbringen, wenn er, das ist jetzt Voraussetzung, wenn er nicht noch wechselt in diesem Transferfenster, wird Brian Gruda seine Breakout-Saison haben. Der hat in Mainz letzte Saison schon richtig gut gespielt, hat einfach seine Qualität gezeigt. Er hat einen super linken Fuß, eine überragende Technik. Ist ja nicht umsonst von Bayern und ich glaube auch von Leverkusen umworben. Und deswegen glaube ich, sofern Gruda bei Mainz 05 bleibt und nicht noch irgendwo wechselt, was durchaus noch passieren kann, dann wird er für mich der Breakout-Star der Saison, also wird seinen Durchbruch haben, wird viele Tore machen, Vorlagen, wird das Spiel der Mainzer einfach prägen. Aber vielleicht liege ich auch total daneben und Brian Gruda ist zum Stand der Aufnahme oder zum Stand des Videos, wo das jetzt hier hochgeladen wird, ist schon gewechselt. Aber ich glaube, so ein Jahr in Mainz würde ihm noch ganz gut tun, auch für seine Entwicklung in der Nationalmannschaft. Er ist noch so jung, er kann später auch noch den Schritt zu einem größeren Verein machen. Aber auf der anderen Seite ist Mainz, da kommen wir wieder zum wirtschaftlichen Ding, auch auf finanzielle Mittel angewiesen. Von daher, wenn ein Verein kommt und einfach 40, 50 Millionen bietet für Gruda, muss er das machen. Da kommt auch Mainz 05 nicht drum rum. Und das ist also meine Prediction. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden uns dann das Video als Reaction ein Jahr später angucken. Ich hoffe, mein zukünftiges Ich, wenn du das hier siehst, dass du halbwegs gut getippt hast, dass Frankfurt hoffentlich oben steht. Das wäre wirklich sehr, sehr geil, dass die nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Man weiß natürlich nie. Vielleicht hat Holstein Kiel sich doch gerettet, vielleicht ist Heidenheim das Darmstadt der vorherigen Saison, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, ob Guirassy Torschützenkönig wird, ob der VfB wirklich die Enttäuschung wird und ob Gladbach die Überraschung wird der Saison. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier diese Prediction zu machen. Schreibt gerne mal auch eure Hot Takes unten rein, schreibt mal eure Predictions rein, die wir uns dann auch nächstes Jahr in den Kommentaren anschauen werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich an jeden, der auf Twitter seinen Teil dazu beigetragen hat, seine Formation mir geschickt hat, seine Aufstellung. Das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe, ihr bleibt gesund. Ich wünsche uns allen eine richtig, richtig spannende Saison. Viel Glück mit euren Vereinen. Möglichst, dass ihr 3 Punkte gegen uns liegen lasst. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ich hoffe, mit einer halbwegs guten Reaktion. Naja, mein zukünftiges Ich wird das schon machen. Also, macht's gut und ciao.